Herzlich willkommen! Heute machen wir einen kleinen Spaziergang ums Freiburger Münster. Das Freiburger Münster wurde von etwa 1200 bis 1513 erbaut. Es wurde im romanischen Stil begonnen, dann größtenteils im Stil der Gotik weitergebaut und im spätgotischen Stil vollendet. Den Haupteingang bildet dieses bunte Portal hier. Wikipedia fasst dasselbe prägnant so zusammen. Die gotische Vorhalle des Westturms um 1300 zeigt im Tympanon eine Darstellung des jüngsten Gerichts, die um Szenen aus dem Leben Jesu, die Geburt und Passion, erweitert ist. Im Mittelpunkt steht Christus als barmherziger Richter. Wir befinden uns nun auf der linken, der nördlichen Seite des Haupteingangs. Unter dieser Figur befinden sich einige Gravuren. Das sind die sogenannten Brotmaße, an denen man im Mittelalter die vorgegebene Größe der Brote ablesen konnte. Die Brote durften nicht kleiner als die Modelle am Münster sein. Nach dem Betreten des Münsters können wir die bunten Glasfenster bewundern. Die Glasmalerei des Freiburger Münsters ist sehr berühmt. Neben den schönen bis blutigen Bibelszenen gibt es auch einige interessante Motive, wie diese Brezel. Das zeigt, dass die Bäckerzunft Stifter bzw. Sponsor dieses Fensters war. Die Deutschen waren also schon zu dieser Zeit daran gewöhnt, Brezeln zu essen. Dieses Wappen zeigt uns die Werkzeuge des Schmiedes, was bedeutet, dass die Schmiedezunft dieses Fenster gesponsert hat. In der Mitte sind die heilige Maria und der kleine Jesus zu sehen und rechts die heilige Katharina mit dem Schwert, durch das sie gestorben ist. Hier sieht man als Wappen unten die Schere, das Symbol für die Schneiderzunft. Sehen Sie sich diesen Mann mit Schlegel und Eisen an, das ist ein Bergmann. Im Mittelalter gab es im Schwarzwald und besonders am Schauinsland reiche Silberminen, die den Bau des Münsters erst ermöglichten. Hier sehen wir auch andere Bergleute. Auf der Südseite befindet sich eine mittelalterliche Interpretation des Heiligen Grabes. Darunter sieht man die Wächter, die alle eingeschlafen sind. Erstaunlich ist, dass ihre Rüstungen genau in die Bauzeit passen. So können wir herausfinden, wie Krieger zu dieser Zeit gekleidet waren. Auf der Außenseite des Münsters gibt es nun, wie bei den meisten gotischen Kirchen, viele groteske Wasserspeier. Was am Münster einzigartig ist, dass dieser Wasserspeier seinen Hintern in die Luft streckt. Es heißt, die Maurer seien über priesterliche Anordnungen verärgert gewesen und hätten beschlossen, den Popo in Richtung von deren Wohnhaus zeigen zu lassen, um zu zeigen, was sie von den Anordnungen hielten. Hier sehen Sie den Münsterturm, der auch von weitem so elegant aussieht. Jetzt besteigen wir mit Ihnen zusammen den Turm. Ab der Turmstube wird es dann etwas luftiger, die Wendeltreppe. Schon sind wir oben angekommen. Wir sind nun auf der höchsten Plattform des Turms in 70 Metern Höhe. Die Turmspitze liegt bei 116 Metern. Ganz oben im Turmhelm laufen dann die Streben zusammen und man sieht, wie fein der Helm mit Durchbrechungen versehen ist, sodass wirklich viel Licht reinkam hier. Mischung aus Licht und Stein. Der Blick nach Westen Richtung Kaiserstuhl. Und hier unten sehen wir dann den Rathausplatz. Hier sehen wir den Turm der Universität vom alten Gebäude. Und wenn man rüberschwenkt, sehen wir hier das älteste Stadttor von Freiburg, das älteste erhaltene, das Martinstor. Und der Blick Richtung Schwarzwald und Dreisamtal zeigt natürlich auch schön das östlichste erhaltene Stadttor, das Schwabentor. Und da ist die Zinnfigurenklause, ein hübsches Zinnfiguren- und Dioramenmuseum drin. Tief unter uns liegt das alte Kaufhaus aus der Zeit von Kaiser Maximilian und auch die alte Wache
wo man badischen Wein trinken kann. Hier oben in der Turmstube sieht man noch einige alte Löscheimer, eine große Laterne zum Signal geben und rechts Feuerwehrstiefel und dann geht hier die Stiege hoch zu den Glocken. Hier steht, dass die Glocke im Jahre 1258 gegossen wurde. Es gäbe noch so viele andere Dinge zu erzählen. Auf jeden Fall möchten wir Sie einladen, das schöne Münster in Freiburg auch selbst zu entdecken. Hier vom Marktplatz in Freiburg verabschieden wir uns für heute und bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Matane!